Anfang dieser Woche hat das Bundeskabinett das Digitalidentitätsgesetz verabschiedet. Ab dem 2. Januar 2027 können deutsche Bürgerinnen und Bürger und letztlich alle EU-Bürgerinnen und Bürger Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte und akademische Zeugnisse in einer einzigen staatlich gestützten App speichern. Der EUDI-Wallet, die im Rahmen von eIDAS 2.0 in allen 27 Mitgliedstaaten eingeführt wird. Letzte Woche haben wir 3 Fragen gestellt. Diese Woche haben wir die offiziellen Antworten bekommen. Wir gehen sie durch. Erstens: Welche Mindestdaten müssen gespeichert werden? Die Antwort ist: keine. Die Nutzung der Wallet ist vollständig freiwillig. Bürgerinnen und Bürger haben keine gesetzliche Pflicht zur Nutzung. Nur der Staat ist verpflichtet, sie bereitzustellen. Die Daten werden gerätegebunden und verschlüsselt auf dem Smartphone gespeichert, ohne zentrale staatliche Datenbank. Das System arbeitet nach dem Prinzip der Datensparsamkeit. Bei einer Anfrage werden nur die für die jeweilige Transaktion erforderlichen Daten übermittelt, nicht der gesamte Nachweissatz. Das ist eine deutlich bessere Architektur, als viele Kritikerinnen und Kritiker erwartet hatten. Zweitens: Kann man einsehen, wer auf die eigenen Daten zugegriffen hat und diesen Zugang widerrufen? Die Antwort ist ja: im Prinzip. Ein Dashboard ist geplant, das zeigt, welche Dienstleister ihre Daten erhalten haben, mit der Möglichkeit, Zugriffe zu widerrufen und Löschanfragen zu stellen. Das entscheidende Wort ist geplant. Diese Woche hat das österreichische Bundesverwaltungsgericht den ORF angewiesen, seinen DSGVO-Cookie-Banner zu korrigieren. Ein grundlegender Einwilligungsmechanismus auf einer gut ausgestatteten Institution wurde trotzdem falsch umgesetzt. Ob das Wallet-Dashboard in der Praxis wie beschrieben funktioniert, wird die Umsetzung zeigen, nicht Gesetzgebung. Drittens: Was passiert, wenn etwas schiefläuft? Die Antworten sind gemischt. Vertrauensdienstleister müssen dem BSI, der deutschen Bundesbehörde für Cybersicherheit, innerhalb von 24 Stunden nach einem Sicherheitsvorfall Meldung erstatten. Das ist ein solider Standard. Die individuelle Benachrichtigung ist jedoch nur dann erforderlich, wenn ein Vorfall ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten darstellt. Dieser Qualifikator hat Gewicht. Wer in der Praxis entscheidet, was hohes Risiko bedeutet und mit welchen Konsequenzen, wird darüber bestimmen, ob diese Pflicht Wirkung entfaltet oder nur dem Anschein nach. Die Haftung liegt vorrangig beim Herausgeber des Nachweises oder beim qualifizierten Vertrauensdienstleister, mit einer Grauzone bei nicht qualifizierten Anbietern und staatlichen Stellen. Es gibt eine weitere Spannung, die benannt werden sollte. Die Nutzung ist rechtlich freiwillig, aber ab Ende 2026 sind staatliche Stellen und bestimmte private Anbieter verpflichtet, die Wallet zu akzeptieren. Wenn Akzeptanz auf einer Seite zur Pflicht wird, bedeutet Freiwilligkeit auf der anderen etwas anderes. Der strukturelle Druck zur Teilnahme entsteht auch ohne gesetzliche Verpflichtung. Auch Kalifornien finalisierte diese Woche Regeln zur automatisierten Entscheidungsfindung, ein Muster, das zeigt, die Spannung zwischen formal freiwillig und faktisch unvermeidbar ist kein deutsches Phänomen. Die ehrliche Einschätzung: Die deutsche EUDI-Wallet ist besser konzipiert, als Kritikerinnen und Kritiker befürchteten, und weniger gesichert, als Befürworterinnen und Befürworter behaupten. Die Architektur ist solide. Der quelloffene Code, mit Einschränkungen veröffentlicht, lädt zu unabhängigen Prüfungen ein. Das Prinzip der Datensparsamkeit, wenn es konsequent umgesetzt wird, ist ein echter Datenschutzfortschritt. Die verbleibenden Lücken betreffen die Umsetzungsqualität, die praktische Durchsetzung von Benachrichtigungsschwellenwerten und die wachsende Distanz zwischen rechtlich freiwillig und strukturell unvermeidbar. Das sind keine Argumente gegen die EUDI-Wallet, es sind Argumente dafür, weiter Fragen zu stellen. Cyberethos, digitaler Datenschutz, die richtigen Fragen. Auch verfügbar als Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr gerne hört.